es ist manchmal so, dass wenn die Welt so ein bisschen uninteressant wird oder nicht so ganz klar wird oder nicht so ganz sichtbar wird, dass wir uns beginnen erst wieder zu interessieren für diesen anderen Akzent in uns oder für, wie kann man das denn nennen? Wie kann man das beschreiben? Naja, also die konkreteste Weise, in der sich in der Regel unser Unbewusstes zeigt und seinen Bilderreichtum zeigt und seine Wildheit zeigt, ist natürlich der Traum. Und für den Traum schließen wir in der Regel die Augen. Die Welt um uns herum wird uninteressanter, das Äußere, das Materielle. Und wir gehen in einen Zustand, in dem wir nach innen sehen, also unser inneres Auge angeht. Als Bild einfach. Was das innere Auge alles sein kann oder welche Sinne das noch alles betreffen kann, ist natürlich nochmal eine andere interessante Frage. Aber das Spannende ist hier mitzubekommen, wenn die Welt um dich herum nicht ruft, gerade nicht ruft, vielleicht sich sogar ein bisschen wie zurückzuziehen scheint, uninteressant wird, dich nicht stimuliert oder wenn dir langweilig wird, wenn dir mit der Welt langweilig wird, also wenn du das Gefühl hast, boah, nichts reizt mich gerade irgendwie, nichts zieht mich an. Das sind sehr spannende Momente, in denen man, wenn man dann die Blickrichtung nach innen wendet, was nicht heißt, dass man in Trance gehen muss, aber das können die Augenblicke sein, in denen sich innen etwas bereitwillig öffnet, damit du es besichtigen kannst, erkunden kannst, damit etwas für dich ans Licht kommt, etwas, das ans Licht kommen möchte. In der Langeweile gibt es auch eine spezifische Form der Entspannung, nämlich auch der Entspannung des Anspruchs, sobald man sie akzeptiert. Und sich nach außen hin ein bisschen zu verpeilen, indem man sich zum Beispiel also du musst nicht so eine Brille aufsetzen, aber die Augen zu schließen kann helfen. Sie nicht dem Impuls nach, also nicht etwas im Außen zu erpeilen. Es kann auch, was auch funktionieren kann, also ne, mach immer alles in Selbstverantwortung und folge deinem Impuls und deinen Gefühlen zu irgendwelchen Möglichkeiten, die ich hier nenne. Was auch helfen kann, ist, wenn man nicht die Augen schließen möchte, weil das kann auch Ängste auslösen oder Unsicherheiten. Aber wenn du irgendwo bist, wo das natürlich auch gar nicht, ich mache hier irgendwie einen Disclaimer nach dem anderen, weil es sehr aufregend sein kann, wenn man da reingeht. Aber wenn du jetzt gerade nicht Auto fährst oder irgendwas machen musst, also wenn du deine Ruhe hast, wenn du gerade dich entspannen kannst und das machen kannst, ähm, so ein ganz klein wenig zu schielen, dass die Welt um dich ein bisschen verschwimmt. Die Arbeit mit dem eigenen Blick, mit den eigenen Augen, die kann sehr interessant sein, um das Bewusstsein zurückfließen zu lassen nach innen. Und manchmal ist es das Schließen der Augen, aber das Schließen der Augen kann auch bedeuten, dass du dich jetzt finde ich die Karte nicht, egal, ähm, dass du dich in deinen Gedanken verstrickst, weil irgendwas im Bewusstsein vielleicht nach den Sicherheiten eines Gerüsts sucht. Und dieses Gerüst sind in der Regel unsere Storys, unsere Geschichten, unsere Pläne. Dann denkst du darüber nach, was muss ich noch einkaufen oder was muss ich hier machen oder wie rede ich mit dem Menschen da über irgendeinen Konflikt oder was auch immer oder was hat diese komische Kartenlegerin da eigentlich gesagt? Letztens, die hat ja an der Lampe so mit ihrer komischen Brille. Alles das läuft dann in unseren Gedanken ab, weil etwas in uns fürchtet, dass wir darüber hinausgehen, dass wir weitergehen, dass wir tiefer gehen und etwas finden, was eigentlich nach uns ruft. Und da ist es interessant, weil die Langeweile einer der möglichen Zustände ist, in denen wir dieses Rufen erst hören können, in denen wir auf die Idee kommen. Und manche Menschen machen das systematisch, aber zum Beispiel, wenn dich die Langeweile ergreift, kann das ein guter Zugang sein. Und die Möglichkeit zu haben, die Welt um dich herum ein bisschen
auszublenden, nicht auszublenden, verschwimmen zu lassen. Könnte ein anderes Sehen erscheinen lassen, ein anderes Sehen. Ich kann es nicht besser beschreiben gerade, aber vielleicht kennst du es ja selbst. Es geht hier um ein anderes Sehen und aus dem anderen Sehen kommt natürlich auch ein anderes Denken. Eine Möglichkeit, die noch nicht gesehen werden kann. Wenn du alles immer sofort erkennen und identifizieren willst, dann hast du keine Möglichkeit, ein anderes Denken zu gestatten, ihm Stätte zu geben, die Möglichkeit zu geben, dass es sich zeigt. Es geht um ein Denken, das du noch nicht kennen kannst. Um ein Erleben, das du vielleicht auch noch nicht kennen kannst. Es ist also, okay, jetzt komme ich ein bisschen was durch. Unterwirf das Neue nicht den alten Vorstellungen. Unterwirf das Unbekannte, das noch nicht Gedachte, die Möglichkeit, die du noch nicht konzipieren konntest, dem alten Konzept, dem alten Paradigma. Unterwirf es dem nicht, denn damit stellst du es klein und dann will es sich vielleicht auch nicht zeigen. Dann ist es nicht begreifbar. Man muss einen anderen Raum herstellen, einen anderen Wahrnehmungsraum, eine andere Art der Aufmerksamkeit und wie sie arbeitet, um etwas zu erkennen, was in den alten Schablonen eben einfach nicht auftauchen kann. Es wird automatisch verdeckt, es wird verdrängt. Und es bringt auch nichts, neue Schablonen zu bauen, die dann irgendwie, ja wie utopisch dann irgendeine bestimmte Sache hervorlocken wollen. Es geht hier um etwas, das sehr lebendig ist, das sehr existenziell ist, das zur Erscheinung kommen will. Und es kann Unbehagen auslösen. Der Umgang mit dem Unbehagen ist im Grunde das Einzige, was du in bestimmten Phasen dieses Erlebens, dieser Entwicklung und dieses Auftauchens tun musst. Einfach das Unbehagen aushalten. Es nicht verdrängen. Es ist ein wichtiger Teil des Neuen. Also der Umgang mit der Angst vor dem Unbekannten, der Umgang mit dem, ich weiß jetzt hier gar nicht genau, was das ist, damit präsent zu sein. Und das ist herausfordernd, deswegen, ne? Keine Anweisung, sondern nur ein Hinweis. Von unserer Hohepriesterin.